Messer, eine Machete, Zeug zum Angeln, ein bisschen Notfallnahrung, hat 6 Liter Wasser dabei. Und mit dem muss man plötzlich dann klarkommen. Ja, beim Winter Survival ist das Wichtigste, dass man realisiert, zumindest beim Training, wie eng die Situation werden kann, in was für einer Notfallsituation man eigentlich sein kann. Wenn man mit dieser Kapsel auch nur ein paar Sekunden zu spät oder zu früh den Wiedereintrittsschub einleiten würde, mit 8 Kilometern pro Sekunde, mit denen sie sich da fortbewegen, sind sie ruckzuck ein paar 100 Kilometer zu weit. Wenn man sich vorstellt, dass man irgendwo landet bei minus 20, minus 30 Grad im Wald und überleben muss ohne Zelt, ohne Schlafsack, dann kann man sich schon vorstellen, wie wichtig das ist, dass man da die richtigen Kenntnisse hat, wie man das macht. Das Winter Survival machen wir nicht zum Spaß. Also das ist nicht nur eine hypothetische Situation, die ohnehin nicht vorkommen kann, sondern es gab historische Fälle, wo genau das passiert ist. Es gab zum Beispiel nach dem Flug von Alexei Leonov den Fall, dass er in Sibirien gelandet war und die Rettungsmannschaften nicht zu ihnen konnten für mehrere Tage. Das heißt, die mussten sich tatsächlich wirklich selbst aus dieser Kapsel retten, im Wald versuchen, irgendeinen Platz zu finden, wo der Helikopter landen kann, sich verständlich zu machen und wirklich überleben zu müssen, auch wirklich in Eiseskälte für mehrere Tage. Ein Grund, warum man dieses Überlebenstraining macht, ist eben auch, dass man der Mannschaft eine Chance gibt, sich kennenzulernen. Wo es einem kalt wird, wo man vielleicht schlechte Laune hat, irgendwas tut einem weh, man hat Hunger, man hat Durst, es ist unbequem. Und dennoch muss man zusammenarbeiten. Und da merkt man so ein bisschen jeweils, wie der andere tickt. You are out here at minus 24 Celsius, that's what it was this morning, and so you have to keep yourself warm, you have to watch the others, you have to watch out that the others don't get frostbite, or so it's a really an important team activity. So being the new person, you know, I've done winter things, but not winter survival here in Star City, so they actually gave me a lot of good guidance, and I think we did okay so far. I think we're doing pretty well. It's the first time when our crew work together. We work like guys who will live and work in space together. It's more important for us. We can see who is stronger, more smarter. Das hilft einem dann, wenn man im Orbit ist, auf der Raumstation, wo es vielleicht eben auch eine extremere Situation geben kann, wenn man einen Weltraumausstieg plant oder wenn ein Notfall da herrscht oder einfach, wenn irgendwas schlecht läuft. Dass man Signale entdeckt, okay, das bedeutet, okay, die Person ist genervt und dann muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Приземлились в космическом корабле Союз MS-09. Wenn man sich Aufnahmen von dem Winter-Survival-Training anschaut, dann sieht es manchmal so ein bisschen nach Pfadfinder-Romantik aus, weil meistens dann gefilmt wird, wie die Mannschaft um ein schönes warmes Feuer rumsitzt in ihrem Tipi, das sie gebaut haben. Aber man muss sich das so vorstellen, man ist in einer wirklichen Extremsituation, man ist in wirklich hoher Lebensgefahr. Man kommt gerade direkt vom Weltraum zurück, ist vielleicht noch geschwächt. Manche Leute können erst mal einen halben Tag lang nicht laufen. Und wenn man sich da dann vorstellt, man muss aus dieser Kapsel rausklettern und dann sofort Bäume fällen und zerhacken, um ein Feuer zu machen. Man hat fast kein Essen dabei, also das Feuer hält einen zwar warm, aber man hat dennoch nur eine kleine Packung Kekse, mit dem man 2-3 Tage klarkommen muss. Man muss sich Wasser schmelzen. Das ist harte Arbeit. Einem wird klar, wie wichtig es ist, dass man sich in so einer Situation Gedanken darüber macht, wie es ist zu überleben, auch wenn es einem schlecht geht. Vielleicht hat sich einer eine Rippe gebrochen oder ein Bein und muss trotzdem irgendwie da durchkommen. Die Gedanken, die man sich darüber machen kann in so einer Situation, das ist das Wichtige, weil das bereitet einen darauf vor, wenn es dann wirklich passiert, was wirklich wichtig ist, was zu tun ist und dass man eben auch den Mut hat, man weiß, man kann es überleben.